Ideenwerkstatt. Sehr geehrte Damen und Herren, ein weiteres Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ideenwerkstatt. An meiner Seite Herr Christian Kolb. Schön, dass du da bist. Ja, danke dir für die freundliche Einladung. Und du hast mir da ein tolles Brot mitgebracht und das erinnert mich immer so an leckere Stullen. Das ist so. Klassische Butterstulle haben wir schon gehabt, geht auch, aber heute machen wir ein bisschen was anderes. Ein bisschen kreativer, aber trotzdem eigentlich ein Dauerrenner. Ein Sandwich geht immer. Ja. Weltmeisterbrot, ich glaube, eine bessere Grundlage kann man gar nicht schaffen. Wir haben wirklich schönes, ovales, freigeschobenes Brot. Schöne Scheibenstärke, dass du da auch richtig was rauskriegst. Rundum bestreut mit Saaten, Mohn, Sesam, Somnumkerne, alles drauf. Und auch drin, also von daher, wir haben wirklich ein gesundes Brot. Was wollen wir machen? Zeig mal, wie es aussieht. Darf ich mitten reinschneiden? Ja, mach mal. Wenn, dann musst du mitten rein. Ein gutes Brot kann man in der Mitte hinein ordentlich durchschneiden und dann kann man auch die Scheiben rauskriegen. So. Das sieht sehr gut aus. Ja, hier kannst du sehen, ne? Überall die Saaten mit drin. Wirklich schöne Farbe. Tolles Meerkornbrot. Und es ist auch, ja, es riecht sehr gut und es hat trotzdem eine sehr gute Stabilität. Denn du hattest es ja auch schon angedeutet, was machen wir denn damit? Und ich habe mir Sandwich halt. Ich bin auch ein großer Sandwich-Freund und ich liebe Sandwich aus Brotscheiben. Ja. Das ist so aus der Vergangenheit und es hat dann irgendwann wieder einen Hype bekommen und Gott sei Dank hält es auch an. Und genauso habe ich mir gesagt, das will ich jetzt auch wieder so haben. Aber wir sind natürlich im Januar. Und wir kommen so aus einer schweren Zeit auch raus. Und wir brauchen wieder ein bisschen Kraft und wir haben auch gefeiert. Ja, die dunkle Macht. Aber man hat ja auch ordentlich gefeiert. Und jetzt kommt man rein und sagt, jetzt brauche ich mal wieder Kraft und Saft. Das brauchen wir auch im Frühling, klar. Da hat man dann andere Produkte. Und ich habe mich jetzt mal darauf konzentriert, dass ich 2 Varianten zeigen möchte. Einmal etwas mit Lachs, denn Omega-3-Fettsäuren und frischen Salat drauf und Cremes mit Eiweiß, wo ich also Aromatik reinkriege und wo auch ein bisschen erfrischend wird. Eiweiß, einmal ganz kurz erklären. Also Eiweiß eingekochte Paprika, die zu einer Creme eingekocht wird. Und da sind verschiedene Gewürze drin. Ich habe ein Rezept auch hinterlegt, wer es mal selber machen möchte. Es ist nicht schwierig. Es also braucht nur nichts für Zeit. uns, wir geben alles weiter, zumindest was wir bekommen. Ja, es ist nicht schwierig, aber es braucht ewig Zeit. Es ist ein tolles Produkt. Ich kann sehr viel Aromatik reinbringen. Wenn man Eiweiß sagt, ich mag diese Paprikacreme nicht, weil sehr viele auch mit der Paprika manchmal ein Problem haben, Tomatenmark nehmen. Oh, geht auch. Das Zum ist, Aufstreichen auf dem Butterbrot oder auf dem Brot allgemein, bester Aufstrich. also schon mal die erste Alternative, wenn es dann zu aufwendig ist. Tomatenmark. Und weil wir ja auch im Januar sind, gibt es jetzt ja erfreulicherweise im Markt eine Menge tolle Produkte, die eben nicht aus tierischer Zusammensetzung sind oder mit tierischen Produkten halt belegt werden. Ja, und da habe ich jetzt auch ein Produkt mir rausgesucht. Ich wollte unbedingt etwas mit Fisch machen und dann habe ich mal geschaut, was so sich alles entwickelt hat. Es gibt verschiedene gute Hersteller. Jetzt habe ich eine Variante genommen. Die Masse muss man nur einweichen und dann brät man sie aus und es sieht dann so aus. Ich zeig dir das mal. Und ich habe hier mal so ein Stück schon separiert und das probierst du mal bitte. Das darf ich probieren. Soll ich dir das bitte. reinschneiden? Dann darfst du auch zugreifen, dass die Leute wissen, dass ich das auch essen darf. Ja. Das ist ein feines Produkt. Riechen tut schon mal gut. Es riecht nach Fisch, aber du riechst auch natürlich die Erbsen. Weil es Erbsenproteine sind, die dort als Masse verwendet werden. Aber es ist ein schöner Ersatz, wenn jemand sagt, du, alles schön und gut, aber Fisch mag ich nicht. Und hier hat er dann trotzdem die Aromatik, die ich eigentlich in dieses Sandwich hineinbekommen möchte. Auch durch das Braten, die Röstaromen hast du schön. Kann man essen. Also besser als gedacht, wenn ich ehrlich bin. Schönes Produkt. Ich lege das mal zur Seite. Ich wollte sagen, ich komme mal rüber zu dir hier. Wir müssen ja gleich noch ein bisschen Platz lassen für Sandwich. Ich mache das weg. Ja. Und den Fisch? Sous vide gegart, richtig? Genau. Auch da wieder für meine Kollegen, aber auch sehr viele Hobbyköche. Beste Möglichkeit, tolle Produkte in Menge herzustellen. Ja. Ich muss sie dann nicht einfrieren. Wenn ich sie schnell runterkühle nach dem Garprozess, kann ich das bis zu 3 Monate im Kühlschrank aufbewahren, wenn er so unter 5 Grad ist. Und das habe ich gemacht, den kann ich dann so wieder auch erwärmen und dann sieht das so aus. Aber kommen wir mal zu unserem schönen Sandwich. Was haben wir alles drin? Damit wir kraftvoll in den Januar starten, den Rucola-Salat.
Würze, Frische, das grüne, aromatische kommt perfekt raus. Bin ich doch mal wieder auf die Avocado gegangen. Sie ist und bleibt eine wunderbare Frucht. Sie hat sehr viele essentielle Fettsäuren drin, Ja. Die wir einfach auch brauchen. Und wenn man vernünftige Ware kauft, sage ich nur einfach mal, nimmt es ab und zu. Es muss nicht immer sein, aber es ist trotzdem für dieses Gericht wunderbar zu verwenden. Frühlingszwiebeln oder Frühlingslauf, wie man sagt, Röstzwiebeln, Eiver oder Tomatenmark, Frischkäse. Ich bin ein großer Freund zum Bestreichen mit Frischkäse. Die Butter wird in der Kühlung, wenn ich ein fertiges Sandwich habe, natürlich hart Ja. und sie schmeckt nicht so gut. Frischkäse bleibt trotzdem in der Kühlung noch sehr geschmackvoll. Deswegen gehe ich sehr gerne auf Frischkäse. Dann haben wir eine Aioli. Lachs Damit und kriegst du mich Aioli, immer. das geht. Sprossen. Und dann habe ich Gurken, Salatgurke genommen. Entweder ich mache Streifen und gebe sie roh drüber oder ich salze sie. Ja. Und dann habe ich sie ein bisschen weicher und eine ganz andere Aromatik. Das ist das, was wir daraus machen. Ich zeige dir mal, Ist ja wie mal ich für jetzt... deine Verhältnisse fast von den Rezepturen übersichtlich, oder? Ja, sehr übersichtlich. Man muss ja auch mal ein bisschen einfacher mal verhandeln, damit das auch für jeden handelbar bleibt. Auch Und das das sind muss mal sein. Produkte, die in der Regel auch da sind. Ich Ja. will dir nur mal zeigen, welche Schnittstärke ich für das Brot brauche. Man sieht auch, das lässt sich super schneiden. Ja, das- Top aufgebacken, danke. Uns mal auf die Schulter klopfen. Wir machen auch was und bringen was zu dieser Veranstaltung. Es ist mit. ja auch ein tolles Brot. Man sieht ja auch, das hat eine wirkliche Stabilität. Ja, und auch die Bestreuung. Also könnte ich mich ja stundenlang drüber unterhalten. Aber okay. Das überlasse ich dir. Ich schneide jetzt mal meine 2 Schneiden runter. Und du darfst dann noch mal ein paar weitere schneiden, bitte. Gerne. Und dann machst du mal so 4 Scheiben, dann kannst du mitbelegen. Ich zeige jetzt mal, wie das Sandwich zusammenzulegen ist. Man kann natürlich Eiver und Frischkäse zusammenmischen, aber dann habe ich darf das noch mal zeigen. Ja, gerne. Ist nicht schlimm. Es ist ja ein Schneidewerkzeug und kein Drückwerkzeug. Das heißt also, man setzt an und schneidet. Dann macht man mal einen Fehler. Einstreichen, man sieht, wie schön sich das auch streichen lässt, obwohl es aus dem Kühlschrank kommt. Ja. Eiver. Jetzt mache ich die vegane Variante als erstes. Den Lachs könnte man bröseln oder ganz drauflegen. Das könnte man auch bröseln, aber würde ich jetzt nicht machen. Ich habe es passt ja genauso perfekt, geformt von einer Brotscheibe. Das ist, man kann es sehr gut platt drücken, diese Masse, und dann ausbacken. Funktioniert sehr gut. Das gebe ich hier drauf. So, entweder schmiere ich hier oder da oben mit der Aioli ein. Ja. Das soll jetzt jeder für sich selber entscheiden. Der Vorteil ist, wenn ich es hier drauf mache, dann bleibt alles andere besser haften. So, dann kommen die Röstzwiebeln, die Gurken. Wenn man möchte, Sojasprossen, Alfalfa-Sprossen, die halten besser. Ich wollte aber unbedingt diese Sojasprossen. Und was fehlt? Die Die Frühlingszwiebeln. Avocado. Ja, okay. Ich wusste, dass du da nochmal einen Schwenk drauf legst. Das könnte ich nach unten auch legen. Halbieren. Du kannst gerne schon mit belegen. Das lege ich mal dahin. Bitte darauf achten, die Avocado muss reif sein. Wenn ich hier eine unreife Avocado verarbeite, das ist Das macht keinen Spaß dann, ne? äußerst unangenehm. So, Ich hab mir mal deinen Spatel leihen sollen. ja, bitte. Eine halbe, Ja. die lege ich jetzt oben drauf. So. Das ist schon ein richtig kräftiges Sandwich. Jetzt haben Ja, wir natürlich Wahnsinn. hier, weil ich die vegane Variante eben so ausgebacken habe, bin ich etwas höher, als wenn ich es mit dem Lachs machen würde. Deswegen würde ich auf jeden Fall, in dem Fall, wenn ich die vegane Variante mache, weil es eben höher ist, hier oben noch mal ein bisschen Frischkäse drauf geben, damit das besser hebt. Das Farbzusammenspiel zwischen der Avocado und der... Ist super. Dem Guck Eiweiß dir mal schon das sehr an, super, ne? oder? Ein schönes Sandwich. Und da das ja für unterwegs ist, mach ruhig gerne, gebe ich das in meine Tüte und sag, geh schön arbeiten. Ich freue mich, wenn du heute Abend wieder zurückkommst. Ich freue mich drauf. Ich würde am liebsten immer eine kleine Banderole empfehlen, weil dann siehst du auch was von dem schönen Produkt. Das ist richtig. Das ist eben so immer das, was mich denn catcht, wenn du das gleich schön mit einer kleinen Banderole verriegelt hast. So hast du aber ein klassisches, kannst du mit ins Büro nehmen, mit in der Bahn essen. Und deswegen macht der Bäcker das hier.
Jetzt muss ich nur richtig schneiden. Hat das Messer weg. Er wickelt es ein und schneidet es mit dem Papier durch, um das genau zu zeigen, was wir hier haben. Ja, so, genau. das ist die vegane Variante. Und jetzt machen wir die noch mit dem Lachs. So, ich bereite schon mal vor für dich. Dann kann ich das gleich Ich rübergeben. heute auf. Das gebe ich hier rein. So. Super, vielen Dank. Rucola. Den Lachs ein bisschen gepult. Das heißt, ich kriege aus so einer Scheibe gut und gern 2 Sandwiches rein. Ich wollte gerade sagen, und habe das ist trotzdem die trotzdem Aromatik und richtig ordentlich damit stimmt die belegt. Kalkulation wieder. Machst du da bitte Eiweiß drauf? Nicht Eiweiß, Aioli. Aioli. Röstzwiebeln finde ich ganz wichtig beim Lachs. Dann Frühlingszwiebeln, Avocado. So, man kann natürlich auch weniger reinmachen, wenn man möchte, damit die Kalkulation dann vielleicht doch. Ja, aber der Gast freut sich. Ja, und ich sage mal, ein gutes Sandwich, da darf man auch mal Geld bezahlen. Das ist so. 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 Und das ist die Variante Lachs. Ich kann mich einfach nie satt sehen an solchen Es ist so Sandwich-Varianten. einfach, ne? Aber es macht einfach so viel aus. Hocharomatisch. Ich kann nur sagen, lass es dir schmecken. Danke dir. Ich hoffe, wir haben gute Impulse gegeben. Und Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. danke. Tschüss.